Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Wie zum Jahresanfang üblich gibt es immer gute und ich sage jetzt mal Vorsätze. Ob sie gut sind, das wird sich herausstellen, aber mal gucken, dass wir dieses Jahr mehr Sendungen machen. Als erstes Thema haben wir natürlich das neue Jahr, dann haben wir das Jahr 2026. Ist es das Jahr von Lufthansa? Ist es das Jahr des Konzerns? Wir schauen uns mal an, was Lufthansa so als 100 Jahre sieht und warum sie das eventuell geändert haben. Des Weiteren Airbus A340-600, warum Lufthansa den loswerden möchte. Jenselmann Ritter hat da ein paar warme Worte zu gegeben. Und natürlich als Thema haben wir auch, ja, endlich ist er da, der Meilenbonus von Payback zu Lufthansa mit 25% Bonus. Und last but not least, für alle, die keinen Hilton-Status haben und nicht bei 3 auf dem Baum waren, da kommt natürlich auch nochmal der Hinweis, wie ihr den Status bekommt. Ich hoffe, ihr habt von IAG, von dem Status kaufen, profitiert. Ich selber habe ihn ja über eine amerikanische Kreditkarte gemacht. Ja, ihr denkt daran, wie immer den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen und lasst uns direkt in die Sendung eintauchen, nachdem ihr auf School gekommen seid. Ja, das erste Thema Happy New Year natürlich. Das Jahr 2026 ist wieder ein neues Jahr und es gilt die alte Weisheit des Vielfliegers, des Viel-Hotelschläfers. Nach dem Status ist vor dem Status und alle Status sind, also was heißt alle, fast alle sind ja wieder auf Null gedreht worden. Finnair ist ja zum Beispiel bei mir ein Kandidat, der ja monatlich, also das heißt nicht Kalenderjahr geht, sondern über das Jahr geht. Und bei mir läuft das am 1. Dezember aus. Die Hahn schon auf Null gesetzt. Ich habe auch schon fast wieder meinen Platin requalifiziert. Jetzt geht es aber auch um die Hotelstatus, weil die sind alle 31.12. auf Null gesetzt worden. Ja, die Counter sind zurückgesetzt. Wir schauen uns an, was wir machen und ich denke und ich hoffe, ihr werdet mit der Sendung weiter viele Inspirationen finden und Antworten finden, wie ihr eure Meilen, eure Loyalität und eure Punkte-Journey weiterbringt. Denkt dran natürlich, ob alle Status ordentlich übertragen worden sind, ob die Laufzeiten auch verlängert worden sind. Ihr hattet ja hoffentlich meinen Rat befolgt und da einen Screenshot von gemacht. Ja, wichtig ist natürlich auch, dass viele Sachen dieses Jahr genauso eingeschränkt bleiben, wie sie waren. Heißt also leider durch den Krieg in der Ukraine, dass wir viele Flüge länger haben, dass wir um Russland rumfliegen müssen, um die Ukraine rumfliegen müssen und längere Strecken in Kauf nehmen. Und natürlich auch bei Hotelketten gibt es Neuerungen. Die größte Neuerung, würde ich sagen, ist bei Hilton, wo wir auf 40 Nächte zum Diamond kommen. Aber wenn es 1 Million Diamond gibt, ist die Zeit jetzt, dass man vielleicht einen neuen Status anstrebt, und zwar Hilton Reserve. Ihr könnt selber unten schreiben, welchen Status ihr zum Beispiel anstrebt. Und die Frage ist, dass ihr auch schaut, dass ihr vielleicht neue Statusziele jetzt definiert, ganz klar angeht. Und als Frage des Tages dazu können wir natürlich sagen, kontrolliert ihr den Hotelstatus oder seid ihr wie ich faul und hofft einfach, dass alles automatisiert seinen Gang geht? Da bin ich mal gespannt. Des Weiteren geht es natürlich um die Lufthansa. Die Lufthansa ist ja jetzt quasi im Jubiläumsjahr. Das ist der Name war ja Deutsche Luft und dann neues Wort Hansa AG, also Lufthansa auseinandergeschrieben in 1926. Warum das spannend ist, ist Folgendes. Am 7. Januar hatte ich das im Kopf. Ich glaube, am 7. Januar sind sie gegründet worden. Aber die Lufthansa möchte erst feiern, wenn der Erstflug stattgefunden hat, und zwar im April. 100 Jahre Erstflug. Und rechtlich hat man natürlich keine Kontinuität, weil natürlich dieser Deutsche Luft, Leerzeichen Hansa, AG aus 1926 mit der NS-Zeit durchaus belastet ist. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Und der traditionelle Bezug der Lufthansa ist dennoch bewusst. Man hat ja auch dieses neue Besucherzentrum gemacht. Das Ganze heißt ja Hangar One in Frankfurt, Lockheed Superstar, die von 1958 ist. Man hat noch eine U-52 von 36. Und es kommen ja auch dieses Jahr 6 Flugzeuge mit der Sonderlackierung. Die 787 ist ja schon da. Verbesserung natürlich für Passagiere ist die massive Flottenerneuerung. Man hat ja 350er mit Allegris. Man hat die 787, die kommen. Und man baut ja auch natürlich Sitze ein, aber noch nicht in die 380er, die neuen. Aber es wird halt ein neuer Sitz werden irgendwann. Die Produktverbesserung, man möchte auch in allen Klassen mehr Speiseauswahl haben. Man möchte komplett neues Bordequipment haben. Und es soll 187 Millionen neue Artikel geben.
Und es gibt in der Economy Class auch erstmals ein Amenity Kit bei der Lufthansa. Das ist natürlich relativ interessant für alle, die unter uns sind, die sammeln und so etwas machen. Ich habe dieses Jahr festgestellt, ich bin dieses Jahr zu 98% Business Class geflogen, deshalb kenne ich Economy Class nicht mehr. Wobei ich hier jetzt auf Economy bin, weil Finnair fliegt die Strecke nur mit All Economy. Kannst nichts aussuchen, aber ich bin in der Business Class des kleinen Mannes gesessen, in der Exit-Raum. Jetzt gucken wir uns nochmal an Lufthansa, damit wir nicht wieder abschwenken am ersten. Und ihr denkt, was erzählt der Mann da? Und zwar, erste Lufthansa ist stark subventioniert gewesen, war halt auch beteiligt an der verbotenen Aufrüstung, weil nach dem Ersten Weltkrieg war es ja den Deutschen verboten, eine eigene Luftwaffe zu haben. Einsatz auch von Zwangsarbeit, das ist natürlich so. Die heutige Lufthansa ist 1955 gegründet worden. Und wir haben die Rechte, die Farben und den Kranich gesichert. Und man hat zwar spät, aber trotzdem, man hat das Ganze aufgearbeitet. Die Lufthansa wurde teils in die 1960er Jahre hinein von Männern beherrscht, die 1926 gegründet hatten, sagt der Historiker. Und im März 2026 wird ein umfassender Geschichtsband erscheinen, sagt der Lufthansa-Sprecher. Also das heißt, man guckt sich das Ganze an. Ja, was ist denn der Ausblick auf Lufthansa? Lass uns nicht in der Vergangenheit hängen. Lufthansa wird Europas größte Airline-Konzern sein. 104.000 Mitarbeiter, 840 Flugzeuge ungefähr. 4.000 Leute werden noch abgebaut als Stellen. Das ist das größte Sanierungsprogramm, Turnaround, wie es heißt. Man möchte stärker zentralisieren, das Ganze. Aber es gibt auch Risiken. Die Gewerkschaften sind natürlich dort immer wieder ein Risikofaktor und dann die Streiks, die damit einhergehen. Konkurrenz gibt es natürlich auch, der Türke, dann aus den Golfstaaten. Gibt es eventuell Konkurrenz auch aus Europa? Da wäre ich mal gespannt, ob ihr die seht. Und Klimaziele sind natürlich realistisch kaum erreichbar. Das muss man der Ehrlichkeit halber hier auch sagen. Trotzdem die Frage, denkt ihr, dass die Lufthansa ihr 100-jähriges Bestehen feiern kann? Oder sagt ihr, man muss das mehr aufarbeiten und da muss mehr passieren? Oder sagt ihr, ist jetzt so lange her, muss auch irgendwann mal gut sein. Ja, weiter geht es dann mit dem Thema Airbus, und zwar Airbus 340-600. Da sagt er, was fängt ihr mit Airbus 340 an? Das sind noch die alten Buden, die können ja weg. Nein, die fliegen hier noch ein bisschen länger, weil wir ja die 747-8er 2 Stück an die US Air Force verkauft haben. Also wir sind die Lufthansa in dem Moment als Deutsche. Und die Kernaussage sind halt wirklich, dass die Flugzeuge 17 Jahre alt sind, was kein Problem ist. Mein ältestes Flugzeug, mit dem ich jemals geflogen bin, also seit ich trecke, und jetzt bei der Bundeswehr, die Transalp muss eigentlich älter gewesen sein, aber gut. Das war, glaube ich, 29 Jahre alt, habe ich eben nachgeguckt. Aber das Problem ist halt, dass die Lieferverzögerungen neuer Jets da sind. Und die 340-600er haben aber das Thema, dass sie halt sehr ersatzteilproblematisch sind. Warum? Ersatzteile sind sehr, sehr schwer zu bekommen. Man hat auch zum Beispiel alle verfügbaren Bremsenteile aufgekauft. Also die Lufthansa hat passende Kapazität und Reichweite. Flugzeuge vollständig sind hier abgeschrieben. Aber bei den 340-600er im Vergleich zu 340-300er ist halt bei dem 300er das Ganze, obwohl die Maschinen älter sind, wesentlich besser die Situation. Und das ist natürlich dort auch gut. Im Sommer sollen maximal nur noch 3 340-600 im Einsatz sein und man hat eine operative Reserve nötig bei 20% ungefähr. Ja, der Airbus 340-600 zur Lufthansa eine operative Herausforderung, sagt die Jens Ritter. Und ihr könnt ja die Frage beantworten, ob die Lufthansa abgeschriebene Flugzeuge wie die 340-600, 300 sind, ob die länger benutzen sollen, obwohl der Risiken, die sie haben bei der Operation. Oder sagt ihr schnell weg mit dem Boden, ich möchte in den neuen 350er rein, ich möchte in die 787. Da bin ich auch mal gespannt, was ihr sagt. Viele von euch hatten die Frage gestellt, Payback-Punkte transferieren, wann soll ich das machen, wann soll ich das tun? Und vor allem, wann ist das dann mit dem 25%? Also im Prinzip die Antwort ist, ihr sollt immer dann Payback-Punkte in Miles & More-Punkte umwandeln, wenn diese 25% Aktion ist. Das heißt, ihr kriegt vor allem Payback-Punkt 1,25% Lufthansa Miles & More-Punkte. Diese Aktionen sind ja retromäßig relativ oft gewesen, aber dieses Jahr sind sie im Januar schon. Letztes Jahr waren sie noch im Dezember, also jetzt könnt ihr tauschen.
Der 1:1 Umtausch ist ohnehin attraktiv. Wichtig ist, dass die Aktion vom 1.1. bis zum 31.1. nur geht. 4.000 Punkte sind Mindesttransfer, maximal sind 75.000 Punkte. Gutschrift dauert 4 bis 6 Wochen. Klar, es geht schneller, aber das ist halt das, was sie sagen. Und es ist halt kein All-Time-High. Warum? Weil es gab ja mal diese 1,33% und so weiter. Ihr wisst das ja selber, also da gab es mal andere Aktionen, aber das 1,25 ist eigentlich das Normale. Und da solltet ihr halt mal schauen. Und natürlich wie immer, tauscht sie nur um, wenn ihr einen soliden Plan habt, was ihr mit den Meilen macht. Eigentlich ist die Nachricht relativ kurz, deshalb bin ich damit schon zu Ende und gehe zum letzten Thema, das ist die Hilton Status-Aktion. Und zwar Hiltons Status kann jeder bekommen, wer keinen hat, ist selber schuld. Silberstatus und dann aber auch den Goldstatus oder aber auch den Diamond-Status. Und zwar kann man den mit dem Status-Match bekommen. Die Aktion wurde verlängert bis zum März 2028, heißt also die Laufzeit, wenn ihr es 26 bekommt, logischerweise. 90 Tage Goldstatus auf Probe, 6 Nächte gleich Gold, 12 Nächte nach Diamond. Das ist doch noch eine relativ gute Sache, dass ihr dann euch einen Status dann holen könnt. Ja, es ist einer der fairsten Status-Matcher am Markt, weil er halt straightforward ist. Ihr müsst halt vorher gucken, dass ihr einen anderen Status hattet. Und was auch ganz wichtig ist, Lufthansa, hätte ich was gesagt, Hilton filtert natürlich auch viel Schläfer heraus und guckt natürlich, dass ihr damit dann keinen Scheiß baut. Wenn ihr das irgendwie photoshoppen wollt, würde ich nicht machen, weil die auch untereinander sich teilweise unterhalten und nachfragen. Gerade wenn Hyatt eine Promotion macht, würde Hyatt bei Hilton nachfragen, Hilton fragt bei Hyatt nach. Das ist uns bei irgendeinem Thema, ich weiß gar nicht mehr, wo es war, da hat jemand das erzählt. So, jetzt genug gesammelt für den ersten Tag des Jahres. Ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen. Happy New Year natürlich und viele, viele, viele Meilen für euch und Punkte und Status. Und denkt dran, die Fragen des Tages zu beantworten. Ich denke mal, ihr solltet als Frage beantworten, sollte Lufthansa mehr die Geschichte beachten oder kann man das ausblenden? Und die andere Frage ist natürlich, habt ihr euren Status kontrolliert heute, so wie ich das gemacht habe? Also ich habe es jetzt nicht kontrolliert, aber ich habe halt geguckt, wie es aussieht. Hilton übrigens nur so als Randbemerkung, bevor ich aufhöre. Die sind ja wie immer erstmal gefühlte Wochen abgeschaltet. Ich bin nämlich gespannt, wie das ist mit dem Reserve-Status, wenn das mit dem Status und dem finanziellen, also das heißt nicht nur mit den Nächten, sondern auch mit dem Geld getrackt wird. So, und jetzt aber tschüss und viel Spaß mit dem Abspann und ich bin hier, glaube ich, weg. Das Meer genießen und dann bis dann. Tschüss.